Hey, ich habe immer öfter wieder E-Mail-Anfragen, wo es um Fremdenergien geht, wo Menschen mit mir in Kontakt treten, die ein Problem mit Fremdenergien haben, die vermuten, dass sie Fremdenergien bei sich haben. Und ich möchte dir in diesem Video einen Weg zeigen, wie du Fremdenergien auflösen kannst und dich von diesen Energien reinigen kannst. Also, wenn du Lust hast, los geht's! Ja, schön, dass du da bist. Fremdenergien ist ein Thema, mit dem ich in meiner Praxis einfach sehr oft zu tun habe. Und das ist ja in der schamanischen Heilarbeit auch ein Hauptthema. Das habe ich sonst in nicht so vielen anderen Traditionen gefunden. Ich möchte dir mal kurz erklären, was eine Fremdenergie eigentlich ist. Einer meiner Lehrer hat das sehr schön erklärt. Der hat gesagt, wenn du ein Wasserkraftwerk hast und oben ist quasi Wasser gestaut, das anschließend nach unten über einen Kanal oder ein Rohr in die Turbine geleitet wird, damit Energie erzeugt wird, dann ist sozusagen das Fassungsvermögen des Wasserkraftwerkes oben, dieser Stausee, ist Energie. Also Energie ist das Potenzial. Wenn die Schleusen aufgemacht werden und das Wasser in den Kanal oder in das Rohr geleitet wird, dann ist es zielgerichtete Energie, weil das geht ja unten in die Turbine. Das ist Kraft. Und wenn du in deiner Kraft bist, wenn wir in der Kraft sind, dann haben wir zielgerichtete Energie und können die Dinge, die wir im Leben umsetzen, erreichen, einfacher erreichen. Und im Indianischen sagt man auch, wenn wir in der Kraft sind, die Kraft ist unsere Medizin. Dann sind wir auch heil. Heil heißt im Indianischen, dass wir mit den Prozessen, die das Leben zu uns bringt, fließen können und nicht in den Widerstand gehen. Das ist Heilung in der nordamerikanischen Philosophie. Eine Fremdenergie, also meine Kraft, habe ich dir gerade erklärt, Energie wird zu Kraft, geht auf ein Ziel. Ich habe ein Ziel und Fremdenergie ist eine Energie, die ein anderes Interesse verfolgt. Ich will dahin, die Fremdenergie will mich in eine andere Richtung bringen. Deswegen ist es gut, sich um diese Fremdenergien zu kümmern. Ein grundlegendes Verständnis, das sehr, sehr wichtig ist auf diesem oder zu diesem Thema generell. Fremdenergien zeigen nur etwas auf, was ohnehin vorher schon da war. Also es kann mich nur eine Energie von außen von meinem Weg abbringen, wenn ich auf irgendeiner Ebene mein Okay dazu gegeben habe. Und das natürlich selten bewusst, aber es passiert eben unbewusst durch mangelnden Selbstwert, durch mangelnde Selbstliebe, durch Grenzen, die ich nicht setzen kann. Also die Fremdenergie bringt uns vom Weg ab, fühlt sich manchmal auch richtig scheiße an, weiß ich, kann ich bestätigen, sehe ich, aber sie zeigt einen Punkt auf. Und es ist genauso wichtig, sich um dieses Thema, sich um diese Verletzung, diese Lernaufgabe zu kümmern, als auch wie die Energie wegzubringen. Das mal ein kurzes Verständnis, wenn du Fragen hast, poste das unter dem Video, ist natürlich jedes Thema komplex in sich. Fremdenergien, einfach mal um kurz das zusammenzufassen, können natürlich aus dem vergangenen Leben kommen. Unaufgelöste Erfahrungen. Fremdenergien können aus der Ahnenreihe kommen. Unaufgelöste Erfahrungen, Erlebnisse aus dem Kreise unserer Vorfahren. Und Fremdenergien können natürlich auch von anderen Menschen kommen. Das können Gedanken sein, Neid, Missgunst, Hass, Wut. Das können alles Energien sein, die eine gewisse Kraft haben und uns beeinflussen können. Wichtig zuallererst, bevor ich dir mal zeige, wie du Fremdenergien lösen kannst, ist einfach mal spannend zu gucken, hast du überhaupt Fremdenergien bei dir? Das wäre ja mal der erste Punkt, die Analyse, weil wenn du keine Fremdenergien bei dir hast, musst du sie ja nicht lösen.
es ist klar. Ne? Ich möchte dir dafür einen Test zeigen. Ich kann jetzt nicht aufstehen, ich mache den im Sitzen. Das ist ein kinesiologischer Kipptest. Und dafür ist es so, dass du beide Hände auf dein Herz legst. Mach den gerne im Stehen, da ist er einfacher. Und um dich mal zu testen, kannst du einfach mal sagen, ja, ja, ja. Und dann mal gucken, ob dein Körper nach vorne oder nach hinten kippt. Das ist manchmal eine ganz feine Körperbewegung, nur dieses Kippen. Wenn du das öfter praktizierst, wird es eindeutiger, wird es ausschlaggebender oder man könnte, ja, kriegst du einfach bessere Ergebnisse. Und wenn du sagst nein, 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 dann kippt dein Körper in eine andere Richtung. Oft ist es eben so, dass bei ja, ja, ja kippe ich ein Stück nach vorne, weil dann zieht es mich ja zu was hin. Ja, ich gehe darauf zu. Und bei nein, nein, nein kippe ich nach hinten. Das kann bei dir auch umgekehrt sein. Es ist einfach nur wichtig, dass du weißt, was dein Ja und was dein Nein ist. Und jetzt würde man das Gleiche eben machen, dass du die Hände auf dein Herz legst und sagst, so habe ich Fremdenergien bei mir. Und dann würdest du entweder, wenn es ein Ja ist, kriegst du ein Kippen nach vorne, also wenn es mein Ja wäre, wenn es Nein ist, nach hinten. Genau, probier das gerne mal aus. Da kannst du sozusagen eine kurze Analyse machen, bist du überhaupt von dem Thema betroffen. Wenn du ein Ja hast oder auch wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann kannst du das genau machen, was ich dir jetzt zeigen werde. Und das ist einmal, du bittest 3 geistige Energien darum, diese Fremdenergien für dich zu lösen. Und die 3 Energien sind einmal Erzengel Michael, Erzengel Metatron und der aufgestiegene Meister El Moria, ist der blaue Strahl der Heilung. Das sind die 3 Geistwesenheiten, die dich dabei unterstützen. Das heißt, wenn du Fremdenergie bei dir hast, das ausgetestet hast oder einfach spürst und ahnst und weißt, dass es so ist, dann kannst du dich jetzt mal hinsetzen, schließ mal deine Augen und dann bitte einmal Erzengel Michael, Erzengel Metatron und El Moria darum, alle Fremdenergien aus deinem Energiefeldkörper und Energiekörper zu reinigen, vollständig. Jetzt. Und dann bitte jetzt einmal, dass alle geheilten Anteile zu dir zurückkommen, die du brauchst. Auch jetzt. Du kannst das einfach, wenn du dann ein bisschen gewartet hast, bis sich das ausgeschwungen hat, eine halbe Minute, auch gerne nochmal nachtesten mit dem Kipptest. Und schauen, hat sich was verändert, dann hast du dann ein eindeutiges Ergebnis. Ja, ist sehr, sehr wirkungsvoll, habe ich einfach schon in sehr vielen Gruppen unterrichtet, selber oft angewendet. Ich wünsche, dass es auch bei dir hilft. Das ist sozusagen Fremdenergie-Reinigung Phase 1. Wenn du einfach merkst, du hast eine Fremdenergie bei dir, die tiefer sitzt und die du nicht ganz greifen kannst, dann lass uns einfach telefonieren und lass uns eine Beratung machen. Dann unterstütze ich dich da einfach mit meiner klaren seherischen Fähigkeit, dass wir sehen können, wo ist der Punkt, was braucht es an Wundheilung, damit diese Energien wieder aus deinem Feld und Körper gehen können und du wieder in deiner Kraft sein kannst. Genau, du kannst gerne über meine Homepage, die ist unten verlinkt, in Kontakt mit mir treten, um einen Termin anzufragen. Ich wünsche dir viel Erfolg schon mit dieser Phase 1 Reinigung, die sehr, sehr oft schon viele der Probleme löst. Und deswegen freue ich mich, das mit dir zu teilen. Viel Klarheit, Kraft und Reinigung. Aho.